Hallo, von mir gibt es heute ein kleines Swatch-Video. Ich habe so ein paar Black Friday-Prozente dieses Jahr auch mitgenommen und habe unter anderem bei Rockstar Nails bestellt. Das ist meine kleine, aber feine Ausbeute. Und ja, wer Lust hat, sich die Farben jetzt mit mir zusammen anzugucken, der bleibt gerne dran. Ich habe mir hier auch noch so einen Lackierpinsel mitbestellt. Den habe ich schon mal ready gemacht. Den werde ich dann gleich für die Gele mal benutzen, um zu gucken, wie der so ist. Aber beim Einarbeiten hat er sich auf jeden Fall schon sehr gut angefühlt. Genau, den probieren wir dann auch gleich noch mit. Ich fange jetzt aber zuerst mal mit den Lacken an. Ich nehme jetzt einfach mal diesen hier. Das ist die Nummer. Und ich werde dann in die Infobox nochmal alle genauen Details reinschreiben. Steht hier noch irgendwas zu der Nummer? Party Gel Lack Glitter. Den tragen wir jetzt mal zuerst auf. Das ist so ein Flash-Effekt Topcoat in so einem, naja, Silbergrau mit unter anderem noch Holo-Glitzer drin. Ah, okay, er ist in einer Clear Base, sage ich mal. Also der Lack ist nicht eingefärbt, wo diese Glitzerpartikel drin sind. Was ich natürlich auch ganz cool finde, dann kann man das halt auch als Topper über jegliche Farbe drüber machen, die man gerne möchte. Das ist jetzt eine Schicht. Oh, der ist hübsch. Ich trage natürlich jetzt gleich noch eine zweite auf. Ich gebe das mal in die Lampe. So sieht er jetzt in 3 Schichten aufgetragen und versiegelt aus. Und ich finde, der funkelt so wunderschön. Also der gefällt mir richtig gut. Der wirkt, wenn man den in 3 Schichten dann so etwas dicker aufträgt, so gräulich. Und ja, das gefällt mir echt gut. Und man kann den halt, wie gesagt, entweder so etwas dicker auftragen oder mehrere Schichten oder halt dünner als Topper für alle möglichen Lacke. Und hier steht jetzt auf der Flasche zwar drauf Base, Farbe und Finish, aber der hatte schon so leicht geklebt, als ich den aus der Lampe geholt habe. Und als ich den dann gecleanert habe, war der jetzt auch nie super glänzend oder sonst irgendwas. Und da habe ich dann jetzt auch nochmal in der Beschreibung gelesen. Also man muss die schon versiegeln. Von daher, ich weiß jetzt nie, was das hier bedeutet. Ja, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich versiegel sowieso eigentlich immer alles nochmal. Und weiter geht's mit diesem hier. Ich muss kurz gucken, habe ich hier irgendeine Nummer? Nee, dann wird es wahrscheinlich dieses Nude-Rosa jetzt sein, weil hier steht da als einziges keine Nummer bei dem. Gucken wir mal. Oh, das ist so ein richtig niedliches, pastellisches Babyrosa, würde ich sagen. Den würde ich auf jeden Fall in 2 dünnen Schichten auftragen, weil 100 pro blickdicht ist der jetzt nie. Aber an sich ist das so eine richtig schöne, zarte Farbe, die eigentlich immer geht. Ja. Jetzt kommt die zweite Schicht und der hat jetzt keine Schwitzschicht ausgebildet. Also hier habe ich jetzt auch gerade noch mal in der Beschreibung geguckt. Das ist jetzt wirklich einer, den du prinzipiell solo auftragen kannst und dann reicht das. Also das ist wirklich Base, Farbe, Finish, so wie es drauf steht. Hier ist er jetzt fertig ausgehärtet nach 2 Schichten. Und ja, also es ist so wirklich so ein richtig zartes, niedliches Rosa. Gefällt mir sehr gut. Geht wie gesagt immer. Genau, so sieht er aus. Und ja, der ist jetzt auch nie versiegelt. Also kann man auf jeden Fall machen, so wenn es mal schnell gehen soll. Ja, genau. Jetzt kommt dieser. Das ist Secco Glitter. Das sind ganz feine goldene Glitzerpartikel mit, würde ich sagen, auch wieder so ein paar Flash-Glitzer dazwischen. Sind wieder in einer klaren Lackbase drin. Sowas finde ich eigentlich immer sehr praktisch, weil man die dann wirklich über jeden Lack drüber machen kann, ohne dass da irgendwie die Farbe verändert wird. Das finde ich cool. Das gefällt mir echt gut. Das ist jetzt eine Schicht. Der hat so einen schönen Glanz und trotzdem auch so einen dezenten Glitter-Effekt. Also der gefällt mir echt gut. Erste Schicht wird jetzt ausgehärtet. Dann mache ich noch 1 bis 2. Mal gucken.
So sieht er jetzt aus nach drei dünnen Schichten und fertig ausgehärtet. Laut Beschreibung ist der eigentlich auch so dann fertig. Und ja, der klebt auch nicht. Ich werde, denke ich mal, trotzdem gleich mal noch eine Versieglerschicht drüber machen, weil ich finde, dass der jetzt nie so mega am Glänzen ist. Also wenn man so, naja, semi-matt ist es jetzt auch nie, aber naja, kein hochglänzendes Finish haben möchte, dann kann man den auch so nehmen. Aber ich denke, mit Topcoat geht da noch was. So sieht der aus. Auf dem Nagel ungefähr. Gut, ich habe jetzt eine schwarze Base drunter, also eine schwarze, ne? Drunter. Dadurch wirkt das jetzt vielleicht ein bisschen dunkler, aber da kann man ja auch sowieso variieren, wie man dann möchte. So, hier ist jetzt nochmal Topcoat drauf. Ich finde, das macht jetzt schon nochmal so einen etwas glänzenderen Effekt auf jeden Fall. Also der Lack ist wirklich echt schick. So ein richtig schönes Gold, aber nicht zu gelb. Also einfach so richtig schönes, ja, Gold, was du eigentlich zu allem kombinieren kannst. Ja, finde ich richtig schön. Dann geht's weiter mit einem Topper mit solchen weißen Flakes. Und den trage ich jetzt so einfach mal hier über den auf. So, der hat 3 verschieden große Partikel drin. Ja, ist so mitteldicht befüllt, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist ja jetzt eh ein Auftrag gewesen. Finde ich jetzt schon halt nie wenige Flakes drin, aber jetzt auch noch nie zu viele. Finde ich eigentlich ziemlich genau richtig. Ich vermute mal, dass das ein bisschen uneben wird dann, weil man sieht das ja jetzt schon. Die Spiegelung ist nie glatt, also der braucht auf jeden Fall eine Versiegelung. Ich gebe den mal an die Lampe. So, hier ist er jetzt ausgehärtet. Ja, der ist auch ohne Schwitzschicht, ne? Soll ja auch eigentlich ein Topcoat sein, aber der braucht auf jeden Fall noch eine Versiegelung, weil der ist übelst ruppelig, uneben und das sieht man auch. Und man sieht auch jetzt hier sofort, wie der sich viel besser einfügt. Oder wie er einfach viel eher schöner mit dem anderen Lack unten drunter zusammen verschmilzt, will ich ja fast sagen, weil man die Oberfläche hier glättet und dadurch wirkt es einfach direkt viel harmonischer. So, fertig versiegelt. Also so gefällt mir das richtig gut. Ist einfach echt niedlich und ja, sowas kann man doch immer kombinieren. Das ist immer so ein ganz süßes, kleines, feines Detail, was man durch so eine weißen Punkte hinzufügen kann. Also ja, mag ich sehr. So, jetzt kommen noch die 3 Gele und ich fange jetzt an mit diesem hier. Effekt Glitter Silber. Ist eher so ein bisschen fester von der Konsistenz her. Und wieder in einer klaren Base drin. Hier ist eine dünne Schicht und das hat sich jetzt so mit dem Pinsel wirklich sehr angenehm auftragen lassen. Und das ist normales silbernes Glitzer, hätte ich jetzt gesagt. Eventuell gemischt wieder mit Flash-Glitter. Bin ich mir jetzt nie hundertprozentig sicher, aber ich denke mal schon. Das hat so eine leichte klebrige Schicht wieder, wie der erste Lack, den ich hier gezeigt hatte. Der hier. Das ist so ziemlich dasselbe Finish, sage ich jetzt mal. So, hier kommt jetzt natürlich noch eine zweite Schicht drüber. Hier ist es jetzt fertig versiegelt und ja, es funkelt einfach wunderschön. Ist halt einfach so ein richtig schöner Klassiker, geht auch immer und ja, gefällt mir. Hier ist das nächste und das ist ja mal eine richtig interessante Farbe. So ein, naja, was steht denn hier? Disco Gelb-Grün, ja, das trifft schon ziemlich gut. Also das hat schon so ein, naja, schon so grünlich-gelblichen Touch mit Glitzer ohne Ende. Die Konsistenz ist wieder so ähnlich fest wie bei dem silbernen eben. Der ist jetzt in einer eingefärbten Base, der Glitzer. So sieht die erste Schicht jetzt aus. So, hier ist er jetzt in 3 Schichten und extra Versiegelung. Ist immer noch so ein bisschen schier, aber auf den Nagel würde das dann, denke ich mal, wieder passen. Was sage ich denn jetzt zu der Farbe? Ich bin so ein bisschen, naja,
ein bisschen unschlüssig. Weiß ich jetzt nie, ob das was für mich ist. Ich bin ja eigentlich immer der Meinung, man kann alles irgendwie schön kombinieren. Also ja, mit dem richtigen Design und den richtigen Farben in Kombination kann der halt bestimmt auch sehr schick aussehen. Aber so jetzt erstmal, Solo wäre es glaube ich eher nichts für mich. Aber trotzdem sehr interessante Farbe. Und dann habe ich jetzt noch diese Farbe. Das ist Chrome Seco. Ich werde den jetzt nochmal kurz umrühren. Konsistenz ist genau wie bei den zwei anderen. Das ist jetzt die erste Schicht und ja, hier sieht man eindeutig, dass der schon um einiges deckender ist als die Vorgänger. Ich mache jetzt auf jeden Fall trotzdem noch eine zweite Schicht drauf. Hier ist jetzt das Ergebnis nach 2 Schichten und einer extra Versiegelung. Und das ist eher so ein etwas dunkleres Gold, aber auch nicht zu gelbstichig. Finde ich auch richtig schick. Also ja, richtig schön glänzend. Hier war ja jetzt das andere Gold. Das ist halt ein bisschen heller und ein bisschen, naja, nie ganz so deckend. Da kann man halt eher noch als Topper so ein bisschen mit rumspielen hier mit diesen. Aber an sich finde ich sie beide richtig schick. Und dann hatte ich die 2 Silbertöne hier ja noch. Der erste geht eher so ins gräulich-bläuliche und hat so Holo-Glitter drin. Der andere ist, wie gesagt, so eher so ein klassisches Silber ohne irgendwas noch mit beigemischt. Finde ich auch beide richtig schick. Also Glitzer können die auf jeden Fall gut bei Rockstar Nails, finde ich. Und das waren noch diese hier. Also bei dem hier weiß ich, wie gesagt, noch nie ganz so genau. Muss ich eventuell mal noch so ein bisschen mit rumprobieren. Und das war ja hier das Babyrosa mit diesen weißen Flakes-Topper. Und ja, finde ich richtig süß. Genau, das hier ist jetzt prinzipiell die Ausbeute. Ich bin sehr zufrieden. Auch der Pinsel hier, der ist wirklich sehr angenehm gewesen, um das Gel damit aufzutragen. An sich mag ich es jetzt nie ganz so gerne, wenn man hier den Stiel dann als Hülle verwenden muss, aber ist ja nur alles nicht. Von der Qualität des Pinsels her kann ich aber wirklich nie meckern. Es hat sich sehr gut auftragen lassen. Das war es jetzt mit meinem Video. Mein Fazit ist, dass ich die Lacke auf jeden Fall sehr gut finde. Ich fand den Auftrag sehr angenehm und ja, das Finish spricht ja für sich selbst, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich bin begeistert und ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dort mal reinzuschauen in den Shop. Ja, vielleicht war es ja für euch auch so ein bisschen interessant, die Lacke mal in Aktion zu sehen. Genau, und dann war es das jetzt an dieser Stelle erstmal und da bedanke ich mich sehr wieder fürs Einschalten und hoffe natürlich auch, dass ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid und bis dahin sage ich erstmal ciao, bis dann.